Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan hat Israel angesichts des Kriegs gegen die palästinensische Hamas-Organisation im Gazastreifen Expansionismus vorgeworfen. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan hat Israel angesichts des Kriegs gegen die palästinensische Hamas-Organisation im Gazastreifen Expansionismus vorgeworfen. Israel versuche, einen Staat aufzubauen, dessen Geschichte nur 75 Jahre zurückreicht und dessen Legitimität durch den eigenen Faschismus in Frage gestellt wird, sagte er am Freitag auf einer Gedenkveranstaltung zum Todestag des Republikgründers Mustafa Kemal Atatürk in Ankara. Israel versuche, einen Staat aufzubauen, dessen Geschichte nur 75 Jahre zurückreicht und dessen Legitimität durch den eigenen Faschismus in Frage gestellt wird, sagte er am Freitag auf einer Gedenkveranstaltung zum Todestag des Republikgründers Mustafa Kemal Atatürk in Ankara. Angesichts der andauernden Bombardierungen des Gazastreifens durch Israel sprach Erdoğan von Faschismus. Israel habe sich mit Gewalt das Land angeeignet, in dem das palästinensische Volk seit Tausenden von Jahren lebte, sagte Erdoğan weiter. Angesichts der andauernden Bombardierungen des Gazastreifens durch Israel sprach Erdoğan von Faschismus. Israel habe sich mit Gewalt das Land angeeignet, in dem das palästinensische Volk seit Tausenden von Jahren lebte, sagte Erdoğan weiter. Sorgerechtsstreit: Person mit Kind schießt auf Polizei. Eine bewaffnete Person hatte sich mit einem Kind in einem Wohnhaus verschanzt und auf Polizisten geschossen. Sorgerechtsstreit: Person mit Kind schießt auf Polizei. Eine bewaffnete Person hatte sich mit einem Kind in einem Wohnhaus verschanzt und auf Polizisten geschossen. Ein Spezialeinsatzkommando war wegen des Verdachts auf Kindeswohlgefährdung angerückt. Der Einsatz dauert an. Nach Schüssen einer bewaffneten Person mit einem Kind auf die Polizei dauert der Einsatz im Ort Vieritz in der Gemeinde Milorland auch nach rund 21 Stunden noch an. Ein Spezialeinsatzkommando war wegen des Verdachts auf Kindeswohlgefährdung angerückt. Der Einsatz dauert an. Nach Schüssen einer bewaffneten Person mit einem Kind auf die Polizei dauert der Einsatz im Ort Vieritz in der Gemeinde Milorland auch nach rund 21 Stunden noch an. Umfrage: Mehrheit befürchtet Terroranschläge in Deutschland. Berlin, Deutsche Presseagentur. Eine Mehrheit der Deutschen befürchtet, dass es im Zuge des Gaza-Krieges zu größeren Terroranschlägen auch in Deutschland kommen könnte. Umfrage: Mehrheit befürchtet Terroranschläge in Deutschland. Berlin, Deutsche Presseagentur. Eine Mehrheit der Deutschen befürchtet, dass es im Zuge des Gaza-Krieges zu größeren Terroranschlägen auch in Deutschland kommen könnte. In einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der deutschen Presseagentur sagten 59%, dass sie Anschläge mit vielen Toten für sehr oder eher wahrscheinlich halten. In einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der deutschen Presseagentur sagten 59%, dass sie Anschläge mit vielen Toten für sehr oder eher wahrscheinlich halten. Nur 27% sind dagegen der Meinung, dass Terrorattacken hierzulande sehr oder eher unwahrscheinlich sind. Nur 27% sind dagegen der Meinung, dass Terrorattacken hierzulande sehr oder eher unwahrscheinlich sind. Von den möglichen Folgen des Gaza-Kriegs für Deutschland sind die möglichen Terroranschläge für 25% diejenige, über die sie sich meisten Sorgen machen. 26% sagen, sie fürchteten vor allem, dass mehr Flüchtlinge aus dem Nahen Osten nach Deutschland kommen.
Von den möglichen Folgen des Gaza-Kriegs für Deutschland sind die möglichen Terroranschläge für 25% diejenige, über die sie sich meisten Sorgen machen. 26% sagen, sie fürchteten vor allem, dass mehr Flüchtlinge aus dem Nahen Osten nach Deutschland kommen. Der wachsende Antisemitismus in Deutschland wird dagegen nur von 17% als Hauptsorge genannt. Dahinter folgt die Verschlechterung der Beziehungen zu Staaten mit muslimischer Bevölkerung 10%, die Furcht vor steigenden Energiepreisen 8% und eine wachsende Muslimfeindlichkeit 6%. Der wachsende Antisemitismus in Deutschland wird dagegen nur von 17% als Hauptsorge genannt. Dahinter folgt die Verschlechterung der Beziehungen zu Staaten mit muslimischer Bevölkerung 10%, die Furcht vor steigenden Energiepreisen 8% und eine wachsende Muslimfeindlichkeit 6%. Schulen und Nahostkrieg. Wie Robert Habecks Rede jetzt sogar Lehrern im Unterricht helfen soll, Welt. Viele Lehrer sind überfordert damit, den Nahostkrieg zu behandeln. Manchen schlägt Hass von Schülern mit gefestigtem antisemitischen Weltbild entgegen. Was können sie tun? Schulen und Nahostkrieg. Wie Robert Habecks Rede jetzt sogar Lehrern im Unterricht helfen soll, Welt. Viele Lehrer sind überfordert damit, den Nahostkrieg zu behandeln. Manchen schlägt Hass von Schülern mit gefestigtem antisemitischen Weltbild entgegen. Was können sie tun? Es formieren sich besondere Allianzen. Und auch Minister Habecks Rede gegen Judenhass könnte eine Rolle spielen. Wie behandelt man den Nahostkrieg in der Schule? Wie schafft man es, den terroristischen Überfall der Hamas und den Gegenschlag Israels auf sachliche und zugleich empathische Weise zu thematisieren? Es formieren sich besondere Allianzen. Und auch Minister Habecks Rede gegen Judenhass könnte eine Rolle spielen. Wie behandelt man den Nahostkrieg in der Schule? Wie schafft man es, den terroristischen Überfall der Hamas und den Gegenschlag Israels auf sachliche und zugleich empathische Weise zu thematisieren? Und wie wird man der Emotionen Herr, die den Lehrkräften dabei entgegenschlagen? Ein schwer zu meisterndes Problem. Vor allem in Schulen mit einem hohen Anteil von Zuwandererkindern aus dem Nahen Osten. Und wie wird man der Emotionen Herr, die den Lehrkräften dabei entgegenschlagen? Ein schwer zu meisterndes Problem. Vor allem in Schulen mit einem hohen Anteil von Zuwandererkindern aus dem Nahen Osten. Manchen Lehrkräften schlage dieser Tage regelrecht Hass entgegen, sagte die Berliner Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch, CDU, vergangene Woche bei dem Besuch einer jüdischen Schule in Berlin. Manchen Lehrkräften schlage dieser Tage regelrecht Hass entgegen, sagte die Berliner Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch, CDU, vergangene Woche bei dem Besuch einer jüdischen Schule in Berlin. Asylverfahren. Bundestag erklärt Georgien und Moldau zu sicheren Herkunftsstaaten. Menschen aus Georgien oder Moldau dürfen künftig schneller abgeschoben werden, falls sie Asyl in Deutschland beantragt haben. Asylverfahren. Bundestag erklärt Georgien und Moldau zu sicheren Herkunftsstaaten. Menschen aus Georgien oder Moldau dürfen künftig schneller abgeschoben werden, falls sie Asyl in Deutschland beantragt haben. Stattdessen möchte die Bundesregierung ein Migrationsabkommen mit den beiden Staaten schließen, um Zuwanderung von Arbeitskräften zu ermöglichen. Der Bundestag hat die Republik Moldau und Georgien zu sicheren Herkunftsstaaten erklärt.
Stattdessen möchte die Bundesregierung ein Migrationsabkommen mit den beiden Staaten schließen, um Zuwanderung von Arbeitskräften zu ermöglichen. Der Bundestag hat die Republik Moldau und Georgien zu sicheren Herkunftsstaaten erklärt. Mit der Listung als sicheres Herkunftsland werden Asylanträge von Menschen dieser Staatsangehörigkeit schneller bearbeitet. Eine frühzeitige Abschiebung wird damit möglich. Mit der Listung als sicheres Herkunftsland werden Asylanträge von Menschen dieser Staatsangehörigkeit schneller bearbeitet. Eine frühzeitige Abschiebung wird damit möglich. أخبار المانيا. German News. Deutsch lernen mit deutschen Nachrichten. Abonniere den Kanal und aktiviere die Glocke, um immer auf dem neuesten Stand zu sein.